Oh, ich weiß nicht, warum ich mir das antue, ey. Oh. 5 vor 7. 10 vor 7. Oh Mann. Herzlich willkommen zu Vlogmas-Tag 4. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Diesen Dezember möchte ich euch mitnehmen durch meinen Alltag am anderen Ende der Welt und euch erwartet ein Video von Montag bis Freitag. Ich bin heute früh aufgestanden, denn ich will ins Fitnessstudio gehen, wenn es aufmacht um 8. Ich habe ein Frühstück gerade. Ich habe nicht so gut geschlafen. Max ist heute um 2 Uhr nachts aufgestanden und ist zum Flughafen und ist auf Konferenz geflogen. Oh. Ich mache mir jetzt erstmal Kaffee und Frühstück. Es ist Punkt 8 Uhr. Nee, eigentlich 2 Minuten vor 8. Oh, auf ins Fitnessstudio. Oh, meine Motivation hält sich so in Grenzen, aber ich bin extra früh aufgestanden, um das zu machen, also mache ich es jetzt auch. Oh. Aber ich bin jetzt schon froh, wenn ich wieder da bin. Oh, ich habe mir gerade so mein Knie angehauen. Halleluja. Oh. Gott sei Dank trainiere ich heute Oberkörper. Es ist keine Sau unterwegs. Alles leer, Mann. Alles leer. 8 Uhr an einem Samstag in Chile, ey.
bin ich wieder zurück aus dem Fitnessstudio. Ich habe mir jetzt gerade einen Kaffee gemacht. Ich werde jetzt erstmal meine ganzen WhatsApp-Nachrichten beantworten. Mein Mann hat nämlich Internet im Flugzeug. Ist ihm aber am Anfang gar nicht aufgefallen, hat er es irgendwann gemerkt. Okay, ich kann jetzt eine halbe Stunde hier kurz sitzen oder eigentlich ein bisschen weniger. Ich muss die Wäsche machen. Ich habe, glaube ich, jetzt locker eine Woche keine Wäsche gewaschen. Ich habe so viel Wäsche. Ich glaube, jeder Wäschekorb ist voll. Schwarz, bunt, weiß, 60 Grad. Ich glaube, ich kann 5 Waschmaschinen locker waschen. Gut, aber eins nach dem anderen. Also ich setze auf jeden Fall eine Waschmaschine auf und dann muss ich eigentlich auch bald schon wieder los und den Hund wegbringen zum Hundesitter, weil morgen mache ich eine größere Wanderung mit Freunden und weil Max ja nicht zu Hause ist, brauche ich jemanden, der auf den Hund aufpasst. Und das geht immer pro Nacht und es gibt bestimmte Uhrzeiten, wo man ihn bringt und holt. Und wenn ich quasi morgen früh, müsste ich ihn so früh bringen, das geht nicht. Also das ist quasi, ich könnte ihn nicht so früh bringen, dass ich rechtzeitig zur Wanderung gehe. Deswegen muss ich ihn heute schon bringen, er bleibt über Nacht da und morgen Abend hole ich ihn dann wieder ab. Also eigentlich ist der heutige Tag nicht notwendig, aber es ging jetzt leider von der Orga her nicht anders. Aber das macht nichts. Und das Lustige ist, dass bei dem gleichen Hundesitter auch gerade Milou und Remo sind, die ja 5 Wochen mal bei mir waren, also der andere Zwergspitze und der Shih Tzu. Was total witzig ist, weil es sind dann genau die 3 zusammen wieder. Ich bin schon gespannt. Um 10 Uhr bringe ich ihn hin. Und jetzt trinke ich erstmal meinen Kaffee und mache die Wäsche und dann geht's los. Danach muss ich noch ein paar Sachen einkaufen. Es trifft sich ganz gut, dann bin ich mit dem Radl unterwegs. Ich brauche noch ein paar Kleinigkeiten fürs Haus. Und ich brauche Milch. Okay, so mein Rucksack ist, oder was heißt, ja doch, mein Rucksack ist auch gepackt. Den brauche ich ja auch, weil ich ja danach noch einkaufen gehe. Den werde ich vorne tragen, Chaplins Rucksack auf dem Rücken. Und dann hoffentlich wird das alles gut gehen. Aber ich glaube schon, ein bisschen beladen. Ich hätte auch laufen können, aber da hätte ich schon vor einer halben Stunde loslaufen müssen. Oder vor 20 Minuten. Ach Gott, ja. Also, ich melde mich dann, wenn ich angekommen bin. Manchmal vermisse ich ja schon Auto, muss ich sagen. Oh Mann, aber das wird schon, oder? Waschbär? Kriegen wir hin, ist nicht so weit. Okay, ich glaube, den Rucksack zuerst und dann den drüber. Ja. Hola. ¿Qué tal? Bien. Ja, ist cool. Voy a hacer un video para la Silvia. Okay, ist gut, ist gut. Kicke Gas. Okay, also Einkauf in der Mall China ist erledigt. Das ist so ein Ramschladen. Aber viele Sachen kriegt man woanders nicht. Also die haben den Markt hier erobert. Und gerade so Küchenutensilien, da müsste ich jetzt ein paar Kilometer in die nächste Mall fahren, um das zu bekommen. Deswegen, ja, fast keine andere Wahl bei manchen Sachen. Ja, jetzt fahre ich noch eben zum Tante Emma Laden und dann fahre ich wieder. Ich bin bekommen, endlich. Es ist 11 Uhr. Da war ich jetzt irgendwie viel unterwegs. Mal wieder. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Ich hatte vorher ein paar Wochen, da bin ich gefühlt nie aus dem Haus gegangen, außer um Freunde zu treffen.
Jetzt bin ich irgendwie die ganze Zeit unterwegs. Okay, kurzer, absolut random Haul mit Sachen, die ich gebraucht habe. Fürs Leben, Wattestäbchen, meine sind leer. Stifte, also Kugelschreiber, denn ich habe einen einzigen und nachdem ich jetzt öfter in die Arbeit gehe, brauche ich noch, also was heißt brauchen? Ich will einen zweiten, weil mir das die ganze Zeit passiert, dass ich dann den entweder nicht dabei habe oder ich habe ihn zu Hause nicht am Schreibtisch, sondern muss ihn dann erst aus der Handtasche wieder raussuchen. Deswegen wollte ich einen zweiten Stift, ich krieg's gerade nicht auf, zweiten Kuli für die Handtasche. Es gibt aber in dem Laden keine einzelnen Kulis, also musste ich einen Zweierpack kaufen. Gibt Schlimmeres. Dann nochmal Connections für den Gartenschlauch. Alles was jetzt kommt ist für die Terrasse. Denn ich brauche für die Terrasse auch einen Gartenschlauch, beziehungsweise ich habe einen Gartenschlauch, wir haben einfach in 2 Teile geschnitten. Das ist dann lang genug, aber die Anschlüsse gehen nicht. Und dann habe ich noch eine Gießkanne gebraucht für oben. Und dieses Sieb ist auch für oben und ich zeige euch später, wofür das ist. Ja, da gibt es noch einen kleinen Surprise auf der Terrasse oben. Ich habe jetzt gerade im Garten gegessen und ich habe mir vorhin Schoketten gekauft. Mit Absicht die Dark Chocolate, die mag ich eigentlich gar nicht, aber ich hatte in einem Video erwähnt, dass ich glaube, dass mir Schokolade extrem hilft bei meinen Periodenbeschwerden. Und weil es in 2-3 Tagen soweit ist, glaube ich, probieren wir das jetzt mal aus und ich werde es jetzt mal dosieren. Und wenn ich bestätigen kann, dass es tatsächlich hilft, dann werde ich auf die genauere Suche gehen, weil obviously es ist irgendein Inhaltsstoff der Schokolade und das könnte Magnesium sein, es könnte Calcium sein, es könnte Kalium, glaube ich, sein, es könnte Eisen sein. Also einer von den 4 Sachen oder alles 4. Und ich habe mir in Deutschland Nahrungsergänzungsmittel gekauft beim DM, meine Schwiegereltern bringen das dann mit. Und dann werde ich quasi genauer gucken und genauer supplementieren die einzelnen Teile und dann hoffentlich rausfinden, welcher von den Bestandteilen mir tatsächlich hilft, wenn es mir tatsächlich hilft. Aber bisher, immer wenn ich Schokolade gegessen habe, wenn ich meine Tage bekommen habe, hatte ich deutlich geringere Beschwerden. Also mal schauen. Ich habe jetzt mit Absicht dunkle Schokolade gekauft, weil eigentlich schmeckt mir das gar nicht. Und dann laufe ich auch keine Gefahr, dass ich jeden Tag 2 Tafeln esse. Was für eine Verschwendung an Schokolade, sie so dunkel zu machen. So Leute, eine Sache, die ich euch noch nicht erzählt habe über mich, ist, dass ich manchmal komisch bin und produktiv prokrastiniere. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, die mir extrem viel Spaß macht. Wobei ich sagen muss, dass das jetzt gerade in diesem Moment kein Prokrastinieren ist. Also gerade in diesem Moment ist es nicht unbedingt Prokrastinieren, weil es ist Wochenende und ich kann machen, was ich will. Aber eine Sache, die ich sehr gerne mache mit Wonne, ist meinen Rasen im Garten statt mit der Motorsense mit der Küchenschere zu schneiden. Und der einzige Grund, es hat überhaupt keinen Vorteil für den Rasen oder so. Dem Rasen ist es völlig wurscht, wie er geschnitten wird. Der einzige Grund, warum ich es mache, ist, weil es wahnsinnig satisfying ist und süchtig macht.
Und ich weiß, dass es super lächerlich ist und die totale Zeitverschwendung. Aber manchmal, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das, weil es mir einfach mega viel Spaß macht. Und gerade habe ich Zeit und es ist noch schön kühl draußen und so. Deswegen, glaube ich, schneide ich jetzt mal den Rasen mit der Schere und trinke meinen Kaffee. Ja, das sind so Sachen, die in meinem Kopf vorgehen. Also das Eck hier, also die paar Zentimeter hier habe ich jetzt zum Beispiel schon geschnitten. Und jetzt saß ich hier drauf, da muss man das ein bisschen aufrichten natürlich. Der Rasen ist jetzt eigentlich schon wieder zu lang. Aber ich wusste, dass ich Zeit habe am Wochenende, deswegen habe ich es nicht mit der Motorsense geschnitten, weil ich wusste, dass ich Zeit haben werde, das mit der Schere zu machen. Und das ist so satisfying. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt denkt, dass ich einen völligen Dachschaden habe oder ob ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie satisfying das ist. Es ist mega satisfying. Das hat was von, wie heißt das? Wenn man so Geräusche hört und es tut gut. Irgendwas mit MR oder so. Oh mein Gott, es ist so nice. Es dauert auch nicht unendlich lange. Ich glaube, den kompletten Garten zu schneiden, dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so mit der Schere. Was echt okay ist. Aber natürlich vollkommen unnötig, weil mit der Motorsense brauche ich halt irgendwie 3 Minuten oder so. Also für mich ist das wirklich nur eine Freizeitsache. Irgendwie so ein weirdes Hobby. Wo wir gerade dabei sind, kann ich eigentlich auch mal eine kleine Gartentour machen. Oh mein Gott, das ist so hell. Okay, also ich versuche euch mal den Garten zu zeigen, beziehungsweise die Pflanzen und deren aktuellen Stand. Okay, also wenn man rauskommt, haben wir hier erstmal das Fass. Und hier habe ich einmal Dill. Der stand auch schon mal hier oben drauf, weil der eigentlich viel Sonne braucht. Dann war es aber doch irgendwie zu viel, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht genau. Dann diese Pflanze hier, das ist so eine ganz dickblättrige Sukkulentenart, keine Ahnung wie die heißt, aber die habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ich sehe gerade, dass die total voller Blattläuse ist hier. Aber da sind, glaube ich, auch schon ein paar Ameisen am Gang. Ich muss jetzt mal gucken, ob Ameisen eigentlich den Blattläusen helfen oder nicht. Ich glaube, die melken die, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Dann habe ich hier unten eine Rankpflanze, die ich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Die hatte ich also auch schon in der Wohnung. Und hier habe ich so ein Netz aufgespannt an der Wand, damit die dann da hoffentlich im Laufe der Jahre hochrankt. Hier hatte ich eigentlich eine Zucchini, die ist leider gestorben, wie man sieht. Und das hier ist so, die Pflanze gibt es auch in Deutschland. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Aber die wächst vom Nachbarn rüber, die ist quasi invasiv. Weil das Nachbarhaus ist noch nicht verkauft und da ist ziemlicher Wildwuchs im Garten damit. Aber hier in der Ecke stört es mich eigentlich nicht so, da kann es von mir aus wachsen. Aber ich hatte auch schon welche hier mittendrin, die habe ich dann gekappt, weil das nervt mich dann schon. Und einer hat hier sogar durch den Topf durchgespießt, das war mir jetzt eigentlich auch nicht so recht. Hier kann man das noch sehen, den habe ich dann abgeschnitten. Ja, hier muss ich dann noch irgendwas anderes reinsetzen. Dann haben wir den Zitronenbaum, dem ging es ja am Anfang gar nicht gut, der hat sehr viele Blätter abgeworfen und ich war ziemlich besorgt, aber jetzt hat er ganz viele schöne Blüten bekommen. Überall ganz viele Blüten und Knospen und ich bin mega happy darüber. Ich glaube und hoffe, dass der schön austreiben wird jetzt dann und mir wieder viele schöne Zitronen beschert, hoffentlich. Boah, es ist so schwierig hier mit dem Licht, es ist so hell und dunkel mit diesem Schatten. Dann geht es jedenfalls hier unten weiter, das ist eine Zucchini, die leider nicht so schön wächst, wie ich es mir gehofft habe. Andererseits
hat die auch schon wieder ganz viele kleine Blätter hier bekommen. Also vielleicht wird aus der doch noch was. Dann habe ich hier eine Brennnessel, die darf auch stehen bleiben, solange sie mich nicht nervt. Einfach weil ich hatte am Anfang Probleme mit Raupen und so, die haben mir meine ganzen Gemüsepflanzen zusammengefressen. Und wie man sieht, haben die dann aber auch die Brennnessel gegessen. Und dann ist mir ehrlich gesagt lieber, dass sie die Brennnessel essen, deswegen dürfte die Brennnessel stehen bleiben. Und ansonsten seht ihr gar nichts. Dann ist ja hier hinten diese Sitzecke, da haben wir einen Spiegel an der Wand. Und hier diese 2 Pflanzen an der Wand hängen, das habe ich euch auch schon gezeigt. Und wir haben diese Kisten hier aufgehängt mit so Fleischerhaken, einfach als Aufbewahrung und weil es einfach irgendwie süß aussieht. Und dieses Netz hier an der Wand. Dann hier in der Ecke, das hinter dem Schirm ist mein Lavendel, den ich auch schon in der alten Wohnung hatte. Und hier im Topf ist die Pflanze, die ich von meiner Nachbarin geschenkt bekommen habe. Die sieht leider momentan nicht so happy aus. Vielleicht ist es zu krass sonnig hier, aber ich habe die Pflanze in anderen Gärten gesehen und da war sie in der Sonne. Also ich weiß nicht genau. So, und dann, wenn wir zum Beet übergehen, haben wir einmal dieses höher gestellte Beet. Und da hatte ich eigentlich 3 Gurken, eigentlich 4 sogar. Eine ist schon lang gestorben. Die hier krebst gerade nur noch so rum, die stirbt auch bald. Und die hier, da bin ich mir auch echt nicht so sicher, ob aus der noch was wird. Ich habe hier nur so ein Töpfchen hin als Schattenspender. Und die hier sieht auch nicht so geil aus. Aber schon besser als die anderen beiden. Ansonsten habe ich hier noch Salat ausgesät, aber der wird nicht so richtig. Ich glaube, das ist zu heiß. Hier ist ziemlich viel Sonne in dem Beet, deswegen glaube ich, kann ich da keinen Salat anpflanzen oder ich müsste noch mehr beschatten. Hier ist eine Petersilie. Und dann kommen wir hier vorne zu dem Beet, aber ich glaube, das zeige ich euch später, weil das ist so... Wobei, nee, es geht sogar. Also das hier ist irgendwas mit W, wie heißt das nochmal, was so ganz intensiv riecht, was normalerweise in Salzwiesen wächst, sagt es mir. Ich blende es euch an, ich habe es vergessen. Dann habe ich 4 Paprika. 1, 2, 3, 4. Ich hatte eigentlich 5, hier war die 5., aber die ist mir leider gestorben. Weiter geht's auf der anderen Seite vom Beet, also das habe ich euch gerade gezeigt. Und hier sind meine Tomaten und meine Zucchini. 2 Zucchini hier. Und Tomaten sind hier, lasst mich kurz gucken, 1, 2, 3, wobei die vielleicht noch stirbt. 4, 5, 6. Also dieses hier. Habe ich gerade ein bisschen Dings drauf. Also, auf jeden Fall 5 Tomaten, die überleben werden. Und die hier ist super mickrig. Keine Ahnung. Die hier sieht richtig gut aus. Mal gucken. Und davon sind die 2, die hier an den Stangen sind, welche die hochklettern, also normale große Tomaten und der Rest sind Cherry-Tomaten. Und dann habe ich ja hier hinten noch das kleine Beet. Hier ist eine Minze drin. Dann habe ich hier eine Reihe Karotten gepflanzt. Die wachsen auch langsam, aber sicher. Und dann sind hier nochmal 5 Tomaten. Davon sind das 2 große Tomatenpflanzen, also normale Tomaten. Und hier nochmal 3 Cherry. Und ansonsten ist hier mein Rhododendron. Und in meiner Kräutertreppe haben wir hier einmal Koriander. Hier ist Thymian und hier ist Oregano. Und hier in der Ecke ist auch noch Schnittlauch. Genau. So, und dann haben wir noch an normalen Zierpflanzen hier eine Kamille, aber keine echte. Und hier meine Lemon mit E, Lemon, nicht Limon. Und die kann man in Tee zum Beispiel tun. Und dann die hier sieht ein bisschen traurig aus, die hat ein paar Blätter abgeworfen. Wie man sieht, bin ich ganz sicher, was der fehlt. Weil hier kommen nämlich auch wieder neue Blätter. Also keine Ahnung. Vielleicht war das auch einfach nur ein Standortschock nach dem Umzug. So, dann bringe ich jetzt mal die frisch gewaschene Wäsche nach oben zum Aufhängen. Und das alles. Das. Und das kommt auch nach oben auf die Terrasse. Boah, es ist einfach viel zu hell, um euch irgendwas zu zeigen.
Ich warte, bis die Sonne sich ein bisschen gesetzt hat und dann zeige ich euch, was hier am Balkon neu ist, beziehungsweise vielleicht zeige ich es euch im nächsten Video, damit ich da auch noch was zu erzählen habe. Weil heute gab es ja schon die Gartentour. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich habe gearbeitet. Ich arbeite normalerweise nicht an den Wochenenden, aber ich hatte heute irgendwie nichts anderes Großartiges zu tun. Ich habe das im Garten alles erledigt, was ich machen wollte. Ich habe jetzt nichts Zwingendes im Haushalt gerade zu tun. Ich muss gerade nichts kochen, weil ich noch was habe. Meine Freunde sind alle anderweitig beschäftigt. Fran hat einen Geburtstag, Cynthia ist verreist, mein bester Freund hat Besuch, mein Mann ist jetzt auf Geschäftsreise, Pascal ist eine unter der Woche Freundin. Ja, jedenfalls, ich hatte nichts Besseres zu tun und ich hatte sogar so ein bisschen Bock zu schneiden. Also dachte ich mir, nutze ich das aus und tue es und ich habe Vlogmas Tag 2 geschnitten. Es ist jetzt 16 Uhr und ich habe schon wieder Hunger. Ich habe ja heute relativ früh Mittag gegessen, um 11:30. Das heißt, das ist jetzt ein frühes Abendessen, beziehungsweise hier in Chile ist es eigentlich Once. Also was die Chilenen machen, ist die frühstücken, essen Mittag und Abendessen ist ja immer erst so um 9. Das heißt, dass man eigentlich zwischen 13 Uhr Mittagessen und abends um 9 hält man eigentlich nicht aus. Deswegen isst man Once so um 4, 5 und das kann halt eine Kleinigkeit sein, ein Snack, ein Kuchen oder halt auch richtiges Essen teilweise. Und ich habe auch angefangen, Once zu essen, also ich habe mich da dran gewöhnt, weil wir einfach oft halt auch abends mit anderen Abendessen. Das heißt, jetzt inzwischen nach 1,5 Jahren bin ich da eigentlich auch schon komplett angepasst und esse immer so um 4, 5 Once und dann nochmal um 8, 9 Abendessen. Das heißt, ich bin jetzt inzwischen bei 4 Mahlzeiten pro Tag statt bei 3. Ich werde den Rest des Tages jetzt ein bisschen ausspannen. Ich war die ganze Woche nur unterwegs. Ihr habt zwar nicht alles davon gesehen, aber es war eigentlich ungewöhnlich, dass ich nonstop unterwegs war. Deswegen schnappe ich mir jetzt mal mein Buch, ziehe mir ein Bikini an und hau mich auf die Terrasse und hoffentlich ist es nicht zu heiß. Ich muss erstmal hochgehen und testen. Vielleicht muss ich auch noch eine Stunde warten. Kann sein, dass es, weil 4 Uhr ist eigentlich fast die heiße Zeit und die Sonne ist noch recht hoch. Mal gucken, ob ich es aushalte. Ansonsten, normalerweise würde ich jetzt Gassi gehen. Mein Körper sagt auch gerade so Bewegung. Ich überlege ernsthaft, ob ich gerade spazieren gehe ohne Hund, was irgendwie ein bisschen Quatsch ist, aber irgendwie auch nicht. Ich gucke jetzt erstmal auf die Terrasse und mache mir was zu essen und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Ich war jetzt gerade oben zum Wäsche aufhängen und boah, es hat wahrscheinlich 40, 45 Grad da oben. Da kann ich mich auf keinen Fall schon hochlegen, deswegen dachte ich, kleine Planänderung. Gehe ich vielleicht nochmal spazieren außer Haus und gehe in einen Café und esse da eine Kleinigkeit, irgendein Sandwich, ein kleines oder so. Und wenn ich dann zurückkomme, so eine Stunde oder 2, dann kann ich es auch oben auf der Terrasse aushalten. Und ich nehme meinen Kindle mit ins Café und mache mir dann noch einen schönen Nachmittag draußen in der City. So, ich bin wieder zu Hause und habe mich jetzt mal hier oben im Bikini auf den Balkon gelegt. Seht ihr, wie ich schon schwitze? Oh mein Gott, es hat immer noch 27 Grad. Und dieser Beton hier, das heizt sich alles so auf. Also im Winter war es richtig geil, weil man dann halt auch hier bei kühlen Temperaturen richtig nice sitzen konnte. Aber ich werde gerade richtig durchgebraten vor Hitze. Nicht unbedingt so sehr von der Sonne, weil die steht schon relativ niedrig, wie man vielleicht am Schatten sehen kann. Aber die Temperatur, Halleluja. Ich glaube, ich muss mich mal kurz abduschen, damit ich nass bin, damit ich irgendwie mich nicht so krass aufheize oder so. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott. Aber ich wollte mich eigentlich unbedingt noch ein bisschen sonnen. Ich bin so weiß. Ich glaube, ich gehe in die Dusche, mache mich nass und dann lege ich mich in die Sonne. Es ist übrigens 18 Uhr, ja.
und es hat noch 27 Grad. Also Sonnen kann man sich entsprechend ab 18:30, 19 Uhr ist jetzt meine Schätzung. Ich dachte eigentlich vorher ab 5 und jetzt dachte ich schon, ich werde zu spät um 18 Uhr, aber nee. Die Zeiten muss ich noch lernen. Es war ein wunderschöner Nachmittagabend hier auf der Terrasse. Ich gehe jetzt mal runter. Es ist ziemlich warm innen drin. Ich habe gerade geduscht und alles. Hier oben ist es jetzt schön angenehm kühl. Ich glaube, ich muss alle Fenster aufreißen. Ich befürchte, wir müssen noch eine Klimaanlage installieren im nächsten Schlafzimmer, weil die Sache ist, dass die Wände hier, die sind nicht gemauert, so wie in Deutschland. Das heißt, das ist keine Isolation, sondern das ist purer Beton und Beton ist halt im Winter arschkalt und im Sommer, wenn die Sonne halt direkt drauf scheint, dann heizt er sich auf und dann strahlt er halt die ersten paar Stunden danach noch total die Wärme ab. Also die ganzen Wände sind ultra warm, wenn man die anfasst. Oh mein Gott. Und entsprechend, oh mein Gott, das ist echt mega warm, ey. Entsprechend ist halt die Temperatur innen im Haus halt mega hoch. Selbst in Deutschland, ihr wisst ja, wie es ist. Selbst in Deutschland bei den warmen Sommern, die wir in letzter Zeit immer mal hatten, heizt es sich ja teilweise in den Häusern ziemlich auf und ist schwer wieder runterzukühlen. Stellt euch das vor, bei jeden Tag 30 Grad den ganzen Sommer und keine Isolation, sondern pure Betonwände. Ja, aber ich will mich gar nicht beschweren, ich mag die Hitze. Das ist wirklich, also das nehme ich gerne in Kauf. Die Frage ist halt nur, ob wir im Schlafzimmer vielleicht eine Klimaanlage haben möchten, um besser schlafen zu können. Aber ich denke, wir probieren es jetzt erstmal noch eine Weile aus. Und wir haben jetzt dann erstmal die Installation hier von der Terrasse und so, dass wir die wieder gescheit benutzen können tagsüber. Also die Bar und oben die Sonnensegel und so. Und dann kann ich euch die zeigen. Und der nächste Schritt ist dann das Schlafzimmer, beziehungsweise der letzte Schritt ist dann auch das Schlafzimmer. Dann ist eigentlich alles fertig im Haus. Also das Wohnzimmer ist fertig, der Garten ist fertig. Die Büros sind fertig. Ja, und jetzt hier nächste Woche. Und dann halt nur noch das Schlafzimmer gegebenenfalls. Also im Schlafzimmer will ich sowieso noch irgendwas machen. Aber das hat echt die allergeringste Priorität. Außer vielleicht die Klima. Ich meine jetzt so von Deko oder dass es sich ein bisschen heimeliger anfühlt. Das hat echt die geringste Priorität von allen Zimmern, weil da sind wir halt echt nur zum Schlafen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, was ist für dieses Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Vlogmas-Video. Und euch erwartet eine Wanderung. Bis dann!